Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen kostenlosen Füllfederhalter vorstellen. Und zwar handelt es sich um den FPR Muft. FPR steht für Fountain Pen Revolution. Das ist ein kleiner familiengeführter Betrieb, so zumindest nach eigenen Angaben in den USA. Die versenden auch nach Deutschland. Gibt auch so eine Höchstgrenze oder ich sag mal Grenze mit kostenlosem Versand. Rate ich euch aber aufzupassen, wenn ihr den dann abholt beim Zoll, weil der wird dann oftmals auch, landet der beim Zoll. Dann kann es euch passieren, dass die euch sagen, kostenlosen Versand gibt es nicht und dann schätzen die selber den Versand. Also da ist Vorsicht geboten, so ist mir das schon mal passiert. Ja, also wie gesagt, heute geht es um den FPR Muft. So schaut er aus. Ich habe den dazu bekommen. Ich habe einen Füllfederhalter, den ich in einem anderen Video schon vorgestellt habe. Einen Ranga, einen indischen Füllfederhalter habe ich bestellt und da war der als kostenlose Zugabe dabei. Ja, und wie immer will ich euch den Füllfederhalter ein bisschen beschreiben. Dann möchte ich mit euch Maße und Gewicht machen. Dann machen wir den Schreibtest. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am FPR Muft. Und zum Schluss sage ich euch, ob es sich lohnt, sich den als kostenlose Beigabe beilegen zu lassen. Den kann man, glaube ich, auch für $9 oder 9 Euro kaufen. Wie gesagt, ich kann da keine Kaufempfehlung aussprechen, weil ich ihn ja selber auch nicht gekauft habe, aber ich kann euch zumindest sagen, ob es sich lohnt, wenn ihr bei Fountain Pen Revolution bestellt, dass ihr dann auch diesen Füllfederhalter mit dazu nehmt. An der Stelle sei es gleich gesagt, ich bekomme nichts von Fountain Pen Revolution und ich bekomme auch sonst wie keine Zuwendung dafür. Auch nicht für den anderen Füllfederhalter, den ich eben benannt habe, den indischen. Geht mir einfach darum, euch einen Hinweis zu geben, ob das ein vernünftiges Schreibgerät ist und ob ihr euch den holen sollt. Dann fangen wir jetzt an bei Ink Up Your Pen. Ja, so sieht er aus, der FPR Muft. Also FPR steht für Fountain Pen Revolution. Ich habe den Aufkleber, den sie mir beigelegt haben, hier mal mit dazugelegt. Ist, wie gesagt, eine kostenlose Beigabe gewesen zu einer Bestellung. In meinem Fall lag der andere Füllfederhalter bei umgerechnet ca. 64 Euro, also knapp 64 Euro. Und dann wurde mir dieser Füllfederhalter angeboten und dann habe ich gesagt, ja, den kann ich mit dazu nehmen. Und dann kann man den hier mal zumindest euch vorstellen. Und dann seht ihr schon, ob das etwas ist, wo ihr nur den gelben Sack mitfüttern könnt oder ob das was Vernünftiges ist. Dann schauen wir uns den Füllfederhalter mal genauer an. Also ist ein Kunststoff-Füllfederhalter, seht ihr hier. Ist, also ich sag mal, einfachste Bauart. Dann schauen wir mal, wie lange wir brauchen, um die Kappe abzuschrauben. Jetzt haben wir eine Umdrehung. Und schon etwas mehr als eine Umdrehung, dann geht die Kappe ab. Schauen wir uns die mal an. Hier rutscht erstmal alles weg. So, dann haben wir hier ein goldenes Abschlussstück. Das scheint mir Metall zu sein, ist auch hier aufgesetzt. Der Rand der Kappe ist ja nicht wirklich scharf, aber auch nicht wirklich sehr glatt. Also so ein bisschen nacharbeiten könnte man hier nochmal. Hat keinerlei Innenkappe, wie ihr hier sehen könnt, sondern ist wirklich ein einfaches Teil. Der Clip, ja, funktional, ganz einfaches Metall auch, aber wie gesagt, funktioniert. Und wie gesagt, wir reden hier immer von einem kostenlosen Füllfederhalter. Ihr könnt den auch zum Reinigen sehr gut zerlegen, was ich schon mal sehr gut finde. Hier schraubt ihr einfach auf. Kommt hier so eine kleine Schraube zum Vorschein, also alles relativ einfach gehalten und ihr habt hier den Clip in goldenem Metall. Dann setzen wir das hier wieder zusammen. Okay, so viel zur Kappe. Dann kommen wir zum Füllfederhalter an sich. Ihr seht hier schon, das ist ein Eyedropper. Das heißt, hier ist kein Konverter drin. Hier muss die Tinte mit einer Pipette hier in den Schaft gefüllt werden. Ihr seht hier schon dieser Innenteil. Gucken, ob man das hier so... Ja, genau, hier seht ihr schon. Der ist jetzt nicht ganz wirklich
rund gearbeitet. Ihr seht, wie oben an der Spitze, da wo hier mein Finger ist, wie das so ein bisschen hin und her geht. Das heißt also, der ist zu einer Seite geneigt. Aber wie gesagt, wir reden hier von einem kostenlosen Füllfederhalter. Ja, ist aus transparentem Kunststoff. Dann schrauben wir hier mal auf, wenn wir es dann irgendwann wieder aufkriegen. So. Hier habe ich ein bisschen Silikon dran gemacht, weil ich den ja auch gleich befüllen möchte. Zur Feder, die ist nicht gebrandet. Es ist eine Nummer 5,5, eine feine Feder. Und interessant ist für einen kostenlosen Füllfederhalter, der Tintenleiter ist aus Ebonit. Das findet man sonst auch nicht bei kostenlosen Füllfederhaltern. Also insofern muss man sagen, schon mal nicht schlecht. Okay. Ja, ansonsten Griffstück auch aus Kunststoff, transparent. Sieht sehr, sehr gut aus, sehr aufgeräumt aus. Und bevor ich ihn jetzt wieder zusammensetze, da haben man mir eine kleine Anleitung mitgegeben. Die will ich euch auch mal zeigen. Und zwar, hier haben sie so ein bisschen beschrieben, wie man einen Eyedropper füllt. Und so werde ich das jetzt mal für euch vorbereiten. Also man trennt erstmal das Griffstück und den Schaft. Dann macht man hier ein bisschen Silikon dran an die Verschraubung. Und dann füllt man den bis ungefähr vor dem Rand, also bevor die Verschraubung losgeht. Dann schraubt man das Griffstück wieder 3/4 ein und dann dreht man den Füllfederhalter um und schraubt ihn erst dann fest, sodass sich die Tinte gleich hier in den Tintenleiter drückt und auf die Feder kommt. So würde ich das jetzt mal hier probieren. Ich zeige euch hier nochmal die Anleitung, die sie mir mitgegeben haben. Und dann werde ich den jetzt befüllen. Und danach machen wir Maße und Gewicht. Maße und Gewicht. Ich habe den Füllfederhalter jetzt hier nach Anleitung befüllt. Das ging ganz gut. Er scheint auch dicht zu sein. Das ist schon mal kein Problem. Und so wie er jetzt hier vor euch liegt, wiegt er 13,2 Gramm. Also ihr seht schon, das ist ein Leichtgewicht. Das ist ein Kunststofffüllfederhalter. Da ist jetzt nicht viel schweres Material dran. So im geschlossenen Zustand misst er 13 cm. Wenn ihr ihn aufschraubt und dann habt ihr ihn so in der Hand, wie ich ihn jetzt hier halte, das heißt, er geht auch gerade so in meine Hand, das passt ganz gut, das ist eher ein schmaler Füllfederhalter, so wenn er bei mir in der Hand liegt, auch am Griffstück her eher schmal. Dann misst er 12 cm und man kann den auch aufstecken. Das sitzt bombenfest, wie ihr hier seht. Und dann misst er mit aufgesteckter Kappe 14 cm. So viel zu Maßen und zum Gewicht. Und dann kommen wir einfach mal zum Schreibtest. So, dann haben wir heute hier vor uns den FPR Maft. FPR steht für Fountain Pen Revolution. Oh, hier haben wir schon den ersten Aussetzer. Halten wir noch mal einen Moment so. Tja, da schreibt er leider nicht weiter. Gucken, ob wir ihn noch mal überzeugen können. Ein bisschen weiter zu schreiben. Ah, hier ist er wieder. Gut. Okay, also erste Anschreibprobleme hat er. Die Tinte ist Lamy T52 Bronze. Ja, ich nehme den hier ein bisschen weiter oben, aber es funktioniert noch. Papier ist, achso, der Füllfederhalter hat, ja, ich würde sagen, eine F-Feder vom Schriftbild her.
Und Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay, so viel dazu. Und dann könnt ihr jetzt mal hören, wie der Füllfederhalter hier über das Papier gleitet. Ja, ihr habt es, glaube ich, gehört. Die Feder gibt schon Feedback. Ist aber nicht unangenehm, muss ich sagen, sondern ist ganz angenehm. Ist jetzt auch nicht eine wahnsinnig weiche Feder. Ich will sie eher als hart bezeichnen, die Nummer 5,5. Und ich denke mal, mit F liegen wir da ganz richtig hier in der Einschätzung. Jetzt haben wir einen Moment offen gelassen und dann versuchen wir mal schnell das Schreiben, ob er gleich kommt und ob dieses Anschreibproblem jetzt nur zum ersten Benutzen mal ein Problem war. Ja, ist sofort da. Ja, ihr seht schon, da gibt es auch kein Problem. Der hält durch, auch bei schnellem Schreiben. Das funktioniert. Dann versuchen wir mal verkehrt herum zu schreiben. Ja, ihr hört es schon, das sieht nicht gut aus. Das ist dann, denke ich mal, extra fein. Sieht nicht gut aus, schreibt sich auch nicht angenehm, dafür ist er nicht gemacht. Schauen wir mal, ob wir ein bisschen Variation hineinbekommen. Ja, schaut mal her. Also wenn ihr hier schaut und hier schaut, da findet man schon ein bisschen Variation drin in dem Füllfederhalter. Gucken wir mal, wie es mit der Nässe ist. Ja, auch in Ordnung, also Tintenfluss passt. Ich denke hier oben, dieses Anschreibproblem, was wir hier oben hatten, das war jetzt bei der erstmaligen Benutzung. Ansonsten kann ich jetzt hier nichts feststellen. Okay, dann war das jetzt hier der Schreibtest. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am FPR Maft. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am FPR Maft, Fountain Pen Revolution Maft. Also hier zeige ich euch nochmal, es ist ein schöner Eyedropper. Zuerst gefällt mir mal, er ist kostenlos. Wenn ihr einen bestimmten Betrag dort ausgebt in dem Geschäft, also bei Fountain Pen Revolution, dann bekommt ihr den kostenlos dazu. Der ist also als Geschenk dabei und das finde ich schon mal sehr angenehm. Das hat man nicht sehr häufig. Ich habe das mal bei einer Tinte gehabt von Noodlers, da gibt es das auch. Aber ansonsten, gerade in der heutigen Zeit, verschenkt kaum jemand etwas. Und wenn das alles so passt, dass das ein kleines familiengeführtes Unternehmen ist, was ich jetzt selber nicht beurteilen kann, weil ich nicht in den USA bei Fountain Pen Revolution direkt war, dann muss man sagen, dann ist das für die eigentlich eine gute Sache und ist auf jeden Fall eine Wertschätzung der Kunden. Also das muss man schon mal sagen. Schreibgefühl, ihr habt es gehört, ist ein angenehmes Schreibgefühl, ist jetzt nicht der Wahnsinn, dass man sagt, Mensch, sowas habe ich ja noch nie erlebt und die ist ja so toll, die Feder. Aber es ist vernünftig, das muss man sagen. Und die Kappe lässt sich relativ schnell abdrehen, ihr habt es gesehen, nach etwas mehr als einer Umdrehung war die Kappe ab, also auch für eine schnelle Notiz ist dieser Füllfederhalter auch gut geeignet. Dicht ist er auch, das ist ja so das Mindeste, was man bei einem Eyedropper dann auch verlangen kann, damit man da nicht eine Riesensauerei produziert. Ja, was gefällt mir weniger gut? Naja, das Anschreibproblem. Also das kam dann im weiteren Test nicht mehr zum Tragen, aber am Anfang haben wir ein kurzes Anschreibproblem gehabt, obwohl ich ihn genauso befüllt habe, wie FPR mir das angeraten hat, das zu tun. Aber ich hoffe mal, das hat sich damit erledigt und war nur so ein erstes Stocken und jetzt läuft er. Ich werde davon berichten, ob das wieder vorkommt und das könnt ihr dann in meinem Video dann auch sehen, da werde ich das als Nachtrag mit einfügen. Okay, ja, und das Griffstück selber, ich schraube ihn hier nochmal auf.
das ist mir ein bisschen zu schmal. Also man könnte den hier so anfassen. Ich gehe aber hier oben, da wo das Gewinde ist, da gehe ich hin und halte ihn. Das ist jetzt bei dem Füllfederhalter kein Problem, weil das Griffstück auch relativ kurz ist. Also insofern, sage ich mal, ist es völlig in Ordnung und ich habe auch hier noch genug Platz. Also das passt ganz gut. Ja, würde ich ihn mir wiederholen oder würde ich ihn mir, wenn ich wieder mal bei Fountain Pen Revolution bestelle, würde ich mir so einen Füllfederhalter wieder beilegen lassen, wenn ich jetzt an eurer Stelle wäre. Ich habe ja jetzt einen. Würde ich machen, weil ich finde, für eine kostenlose Beigabe ist es hervorragend und da kann man überhaupt nicht meckern. Man kann den auch für 9 Euro kaufen. Dafür würde ich mir, glaube ich, nicht holen. Da gibt es andere Füllfederhalter, die deutlich vom Schreibgefühl her darüber liegen, finde ich. Ja, aber ich finde es schön, dass das FPR sowas macht. Dann nochmal herzlichen Dank, Fountain Pen Revolution. Das war auch der Grund, ich habe den hier geschenkt bekommen, dass ich hier den Aufkleber von Fountain Pen Revolution mit abgebildet habe, weil ich denke, da kann man auch so ein bisschen was zurückgeben. Schaut euch die Seite an, schaut es euch an. Wie gesagt, ich bekomme nichts dafür, definitiv nicht. Den Füllfederhalter habe ich bekommen, auch so, ohne dass die wissen, dass ich hier eine Rezension darüber mache. Und vielleicht habt ihr auch Erfahrungen mit diesem Füllfederhalter gemacht. Ich würde mich dafür interessieren. Selbstverständlich teilt es mir in den Kommentaren mit. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert auf YouTube oder meine Website anschaut. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.